Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal in den Räumen der zukünftigen Brickworld. Ihr seht, es ist noch nicht so viel passiert. Huch, jetzt bin ich auch noch gegen den Türrahmen gelaufen mit dem Ellenbogen. Und zwar werden wir heute einfach mal schauen, vor allem wie sich diese Wand hier aufbaut. Und dann werde ich auf jeden Fall schauen, wie ich diese Wand hier rauskriege als erstes. Denn ich glaube, das wäre schon mal ein guter erster Schritt, dass diese kleine Trennwand hier rauskommt. Die stört eigentlich wirklich komplett. Wie gesagt, das war früher in dem Bereich, das wurde uns zumindest erzählt, der Serverraum. Und ja, die Wand muss weg. Die Tür ist eh schon lange weg. Ich weiß gar nicht, ob die jemals hier drin war, seitdem wir das haben. Und ansonsten würde ich sagen, die Mauer muss weg. So, es ist mitten in der Nacht. Glücklicherweise, habe ich euch ja schon erzählt, kann man hier auch mitten in der Nacht Lärm machen, weil es, wie gesagt, ein Gebäude ist, in dem sonst niemand ist. Es sind zwar außenrum Nachbarshäuser, aber die stehen natürlich auch ein bisschen weiter weg. Und deshalb kann man hier auch um 2 Uhr nachts ein bisschen Lärm machen. Wie ihr seht, ich habe mich jetzt erstmal darum gekümmert, hier die Scheibe rauszubekommen. Das war auch eine Heidenarbeit, weil man einfach, da waren halt einfach mal 24 Schrauben drin, warum auch immer, nur um so eine kleine Scheibe hier drüben steht sie zu halten. Und die Türrahmen habe ich jetzt auch rausbekommen und das ist natürlich jetzt schon mal ein ganz guter Fortschritt. Jetzt natürlich den nächsten Schritt, dass ich die ganzen Platten hier abmachen muss. Also hier sind die Schrauben zum glücklicherweise direkt zu sehen, um dann das Ständerwerk freizulegen. Ich habe hier drüben schon mal ein bisschen angefangen. Ich habe allerdings die schreckliche Vermutung, dass da sehr viele Schrauben so unter dieser, was immer sie da drauf geschmiert haben an Farbe, versteckt sind, dass ich die nicht von außen direkt sehe. Denn ich habe versucht, diese Platte hier rauszuhebeln und die hängt irgendwo ordentlich. Und da muss ich mal schauen, wie ich hier weiter vorankomme. Aber grundsätzlich bin ich schon mal ganz zufrieden, dass ich, glaube, diese Wand relativ schnell wegbekomme. Denn die ist glücklicherweise auch ohne irgendwelche Kabelverlegungen. Das heißt, da muss man schon mal nicht aufpassen. Und es sind dann auch noch 1, 2, 3, 5 Platten jeweils. Das kriege ich auf jeden Fall relativ schnell, denke ich, raus. Und dann hätten wir hier schon mal ein Problem weniger. Ja, wie gesagt, ich mache mal weiter. Und schauen wir mal, wie weit ich hier in diesem Video komme. So, ich konnte den Übeltäter finden an der größeren Platte und zwar hier mittendrin war noch eine Schraube, warum auch immer, und die war so tief versenkt, dass man sie überhaupt nicht finden konnte. Ich habe sie dann durch Glück, durchs Raushebeln irgendwann gefunden, wo wirklich das Ganze noch hängt. Wir haben jetzt schon mal 2 Platten raus jetzt und ich denke, da oben ist die andere raus. Es war auch noch ein bisschen schwierig da ranzukommen, aber jetzt habe ich auf jeden Fall links und rechts Angriffsfläche, das heißt die anderen jetzt rauszuschrauben und rauszuhebeln wird nicht mehr das Riesenproblem sein. Es fehlen noch die 3 großen und hier oben drüber noch. Und dann haben wir auf der Seite schon mal alles raus. Und ich denke, das wird dann morgen recht schnell gehen. Ich werde erstmal schlafen gehen, denke ich. Es ist wie gesagt mitten in der Nacht. Und ich glaube, die Wand wird morgen raus sein. Und dann habe ich schon mal den ersten Haken auf der To-Do-Liste. Und da bin ich ganz froh. Und dann schauen wir mal, wie wir mit den weiteren Wänden vorangehen. Weil da müssen wir natürlich erstmal schauen, wie wir dann auch die Lichtschalter neu positionieren lassen. Ja, das wird auf jeden Fall noch eine größere Arbeitsgeschichte hier, aber ich werde das Ganze für euch dokumentieren, wurde von manchen gewünscht und ja, es geht voran, würde ich sagen. So, der nächste Tag hat begonnen und es wurde schon wieder mal ein bisschen was gemacht. Ihr seht hier vorne, die Wand wurde ein bisschen demoliert. Wir haben einfach nachgeschaut, wie denn die Wand hier drin jetzt aufgebaut ist, wie sie aussieht und die ist eben hier mit diesen Trägern gebaut. Drin sogar noch hier mit der Dämmwolle, warum auch immer. Innerhalb der Räume finde ich jetzt in dem Bereich ehrlich gesagt ein bisschen seltsam, weil die Räume eh alle gleichmäßig beheizt waren früher und ich glaube, das macht jetzt nicht so einen riesen Unterschied. Jedenfalls haben wir da mal geschaut, das kriegen wir auf jeden Fall auch raus. Gleiches Prinzip haben wir dort dann natürlich auch bei der Wand, die ihr hier seht. Da haben wir jetzt nicht extra nochmal aufgemacht. Und hier haben wir auch einfach mal nachgeschaut, ob hier irgendwie das anders ist, aber das ist das gleiche Prinzip wie drüben im anderen Raum, da schauen wir gleich mal nach. Und hier laufen alle Kabel tatsächlich nur in diesen Kanälen, das heißt, das wird relativ einfach. Wir müssen nur die Scheiben vorher rausnehmen und dazu müssen wir, hier sind diese Holz, Bretter mit drin, die als Rahmen die Scheiben in der Mitte halten, die sind allerdings leider mit Tapete bezogen, also wird es ein bisschen schwieriger, die rauszukriegen, aber das wird auf jeden Fall auch klappen. Wie gesagt, hier haben wir tatsächlich ein erstes Loch. Man kann sagen, wir haben einen Wanddurchbruch, könnte man sagen. Ja, das kommt alles raus. Das ist, glaube ich, nicht das Riesenproblem. Und hier drüben habe ich noch ein bisschen weiter erstmal die Platten abgenommen, einfach um zu schauen, ob da nicht doch noch irgendwas drunter ist. Aber es ist einfach nur Ständerwerk aus Holz mit den Platten drauf. Ich habe mir jetzt allerdings einen elektrischen Fuchsschwanz bestellt, der wird morgen kommen, damit wir das einfach schneller wegkriegen, als mit alles abschrauben, alles abbauen.
das wird einfach oben und unten und vielleicht mehreren Teilen durchgesägt und dann kommt das Zeug raus und die letzten Stücke werden abgeschraubt. Dann kriegen wir die Wand auf jeden Fall sehr, sehr schnell raus und die Zwischenwände so weit, dass wir das ganze Ständerwerk freilegen und dann müssen wir mal schauen, wie das mit Elektrik aussieht. Man sagt, die Steckdosen sind jetzt nicht das große Problem, davon brauchen wir jetzt nicht ehrlich gesagt noch mehr, aber die sind ja, wie ihr sehen könnt, zwar abgeklebt, aber überall eigentlich. Die Lichtschalter sind das einzige wirklich Interessante, die müssten irgendwie verlegt werden. Und dann werden wir vermutlich das einen Elektriker machen lassen. Ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt die größte Geschichte hier. Und bodentechnisch, denke ich, werden wir tatsächlich einfach nochmal Ausgleichsmasse ein bisschen drauf gießen, damit wir eine ebene Fläche bekommen. Und werden jetzt hier nicht groß den Boden irgendwie verschönern, weil der größte Teil des Bodens wahrscheinlich ja irgendwann nicht mehr zu sehen sein wird. Und dann ist das, glaube ich, zu viel des Guten. Das Geld können wir uns, denke ich, sparen. Und ich persönlich brauche jetzt hier nicht unbedingt den schönsten Boden drin, vor allem, weil das ja auch nicht unbedingt die finale Position ist. Die Löcher hier müssen wir noch stopfen, bevor wir Ausgleichsmasse gießen. Aber ansonsten geht es ganz gut voran. Heute wird hier nichts mehr passieren, weil, wie gesagt, den Fuchsschwanz noch brauchen. Den habe ich bestellt, der kommt tatsächlich morgen schon. Und ja, dann wird es hier weitergehen. Ich glaube, wir kommen in größeren Schritten voran. Und ich bin gespannt, wann wir hier dann so weit sind, dass die ganzen Wände draußen sind und der Boden vorbereitet werden kann. Und dann können wir auch anfangen zu überlegen, ich habe mir schon überlegt, wie die neuen Tische aufgebaut werden. Da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen bei ein paar YouTube-Kanälen des Modellbaus, also des Eisenbahnmodellbaus. Und ich glaube, da habe ich eine ganz gute Lösung gefunden, die deutlich stabiler sein wird und auch helfen wird. Und ich denke, das war es dann erstmal von heute von der Baustelle. Und gleich gibt es noch ein bisschen was anderes für euch zu sehen. So, und jetzt sind wir nochmal am Rechner. Und zwar habe ich auf vielfachen Wunsch nochmal ein zweites Diorama entworfen aus der Brickworld. Wobei ich hier noch eine Kleinigkeit ändern muss, was mir aufgefallen ist. Ich muss hier nochmal eine Plate-Reihe in Schwarz reinziehen, damit es von der Höhe zum anderen Design passt. Das ist nämlich jetzt eine Plate niedriger und das sieht dann direkt nebeneinander natürlich falsch aus. Aber das wäre jetzt sozusagen ein weiterer Diorama-Entwurf. Viele wollten so ein bisschen was mit der Stadtmauer und ich habe jetzt einfach das Design der Stadtmauer zusammen mit dem Design des Kopfsteinpflasters kombiniert. Zusammen mit einer Touristenfigur, die tatsächlich, glaube ich, noch nicht in der Stadt steht, aber noch kommen würde. Ich glaube, ich habe die in einer Tüte liegen. Und hier natürlich wieder mit den Technikachsen hier, um das zu kombinieren mit den anderen. Brickworld-Fliese. Ansonsten nichts an sich Besonderes. Die Höhe von diesem Stück Stadtmauer ist tatsächlich genauso hoch wie das aus dem anderen Diorama mit der U-Bahn. Und das führt eben dazu, dass man die ganz schön nebeneinander stecken kann. Ja, hier ist dann so eine Umrandung mit grauen Teils. Das liegt zum einen aus bautechnischen Gründen, weil ich ja hier diese Snot-Technik brauche, um das Kopfsteinpflaster so bauen zu können. Das ist nämlich auch wie in der Lego-Stadt versetzt und mit diesen Headlight-Bricks gebaut. Und außenrum brauche ich natürlich den Platz für die schwarzen Steine, damit es ordentlich aussieht. Und deshalb haben wir hier ein bisschen Kopfsteinpflaster in der Mitte als Diorama und außenrum die grauen Fliesen. Und das gibt es ja auch, den Übergang zwischen den grauen Fliesen zum Kopfsteinpflaster haben wir ja auch in der Stadt. Deshalb fand ich das eine ganz gute Lösung. Die Mauer ist im Prinzip genauso gebaut wie die Mauer in der Brickworld, auf mit der gleichen Bautechnik, mit den gleichen Steinen, mit der gleichen Abwechslung ungefähr. Und ja, die Figur ist einfach eine ganz normale Figur von Lego mit einer Kamera, fand ich ganz passend eben als Touristin und es passt ganz gut zusammen. Einziges Manko, dieser Bild ist deutlich umfangreicher, hat eben, glaube ich, fast 200 Steine. Davon auch ein paar, die ein bisschen teurer sind. Da müssen wir mal schauen. Das wird auf jeden Fall teurer werden als das andere Diorama. Aber hat eben auch die beiden Bautechniken. Und ich denke, dass das vielleicht einigen auch gefallen wird. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, das war's für heute. Das nächste Video wird ganz, ganz sicher das Update-Video sein zum Thema Musikshop im Bahnhof. Da hatten wir ja im letzten Livestream angefangen. Ich habe schon ein bisschen weitergebaut. Ich bin aber noch nicht ganz fertig. Deshalb ist das Video auch noch nicht fertig. Und deshalb wird das Video vermutlich, ich sage jetzt mal ganz laut vermutlich, morgen kommen, aber das ist noch nicht ganz versprochen. Und ansonsten würde ich sagen, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu diesem Diorama denkt. Wie gesagt, es ist nur ein Entwurf, das ist noch gar nicht irgendwie in Stein gemeißelt. Und ja, ansonsten auch gerne weiteres zu den Plänen des Umzugs für die Brickworld. Ihr habt ja gesehen, wie es vorangeht. Es wird demnächst sicherlich noch schneller vorangehen. Und ich denke, dass wir auf jeden Fall dieses Jahr noch umziehen werden.
Und ich habe jetzt auch ein bisschen, wie gesagt, Ideen gesammelt, wie wir die Tische bauen können. Besser, stabiler, einfach besser. Und ich denke, da kommen wir auf einen ganz guten Weg. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für eure Treue. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim selber bauen. Bleibt natürlich gesund und wir sehen uns das nächste Mal hier in der Brickworld. Und dann sage ich nur noch Tschüss.